What's up, liebe Brettspiele, und herzlich willkommen zu noch einer Brettspiel-Review. Heute reden wir über Pocket Invaders. Pocket Invaders ist ein Abstract-Strategie-Spiel für 2 Spieler. Es ist für 8 Jahre alt und älter und es spielt ungefähr in 15 Minuten. Meine Gedanken ist hier gleich nach die Regelerklärung. Pocket Invaders ist ein Abstrakt-Strategiespiel für 2 Spieler. Es ist relativ einfach und klein, als ihr gerade sehen könnt. Das Ziel ist super einfach. Wir beide haben unsere Räumschiffe und von unseren Räumschiffen haben wir immer der Haupträumschiff, die Mutterschiff. Um zu gewinnen, wollen wir unser Mutterschiff entweder ganz weit zu die andere Seite bringen, damit wir auf die Planeten unserer Gegner gelandet haben, oder wir wollen die Mutterschiff unseres Gegners zerstören. Hier auf dem Brett haben wir, wie ihr seht, unterschiedliche Räumschiffe. Der einzige Unterschied von diesen Räumschiffen ist normalerweise Bewegung. Hier auf die Räumschiffe haben wir Punkte. Und du könntest hier sehen, die Punkte sind weiß und grün. Grün zeigt uns immer, in welche Richtung unser Raumschiff fliegen würde. Und das ist auch eine gute Taktik für uns oder eine gute Hilfe für uns zu merken, welches Raumschiff ist meins. Weil hier haben wir mein Gegners Raumschiff und hier haben wir mein Raumschiff. Wir merken das, weil mein Raumschiff wird immer in dieser Richtung versuchen, dahin zu gehen. Und wie gesagt, wir haben die Punkte und die Punkte zeigen uns, in welche Richtung wir fliegen können. Wenn wir Punkte direkt vorne haben, können wir unser Raumschiff vorne gehen. Die Mutterschiffe sind relativ einfach zu verstehen. Die sind auch sogar relativ kraftig, weil die jede Bewegung machen kann. Also die kann diagonal vorne, die kann einfach normal vorne oder rechts oder links oder hinten zurückgehen. Deswegen ist das ein gefährliches Schiff zu versuchen zum Toten. Aber wie gesagt, die Bewegung ist gezeigt durch die Punkte hier. Und hier auf diesem Schiff haben wir noch 4 Punkte. Und mit den 4 Punkten können wir nur diagonal gehen. So in diesem Beispiel gerade können wir mit diesem Schiff, diesem Räumschiff, nur in diese Richtung diagonal gehen. Ihr könnt nicht auf ein anderes Räumschiff fliegen oder da drauf setzen, diese Würfel. Wir können in diese Richtung gehen mit unserem Räumschiff, und weil hier unser Gegner sitzt, können wir in diese Richtung gehen, also einen Schritt diagonal. Würden wir dieses Räumschiff zerstören, das wird mein Räumschiff werden. Es würde in meinem Archiv oder meinem Pool bleiben, aber zuerst, und immer dann wird mein Gegner dran sein, die werden bewegen, und ich könnte zum Beispiel statt Bewegung, könnte ich ein Schiff nehmen, die ich habe, ich würde das wieder werfen und ich kann das so wie ich will auf diesem Brett platzieren, außer ganz hinten. Ich kann das irgendwo hin platzieren oder direkt vorne auf diesem Spielbrett, ist es egal, und das ist auch ein großer taktischer Vorteil, und du kannst dieses Räumschiff sogar setzen, wo du willst, auf dem Brett. Es gibt aber einen Unterschied, so lass uns wieder zu unserem Aufbau gehen, zwischen ein paar Schiffe. Die Mutterschiffe, ja, wir wollen das nicht verlieren. Wenn unser Räumschiff ist zerstört, dann haben wir das Spiel verloren. Aber dann gibt es auch diese gelben Räumschiffe. Die gelben Räumschiffe sind ganz interessant, weil die bewegen und die haben nur eine Option zum Bewegen. Einfach vorne gehen. Wenn ich zum Beispiel mit diesem Räumschiff vorne bewege, ja, das wird strategisch nicht ganz gut sein, weil es gibt viele gegnerische Schiffe, die einfach rumliegen und kann mich zerstören. Aber sobald ich das gemacht habe, würde ich diese Würfel werfen, bis ich ein anderes Räumschiff finden habe, und dann würde ich das genauso in die gleiche Platz platzieren. Diese Räumschiffe sind immer Schiffe, die transformieren werden, und dann werden die stärker werden. So, das ist, wie die gelben Räumschiffe funktionieren, und manchmal gibt es auch unterschiedliche Obstacles wie Meteoren oder Wormholes oder, also schwarze Loch meine ich, und die sind ein Obstacle. Du kannst nicht dadurch gehen,
und die sind einfach stehen in unser Weg geblieben. Und so ist das Spiel eigentlich. In meiner Regelerklärung habe ich das Spiel genannt, das klein Abstract-Strategiespiel für 2 Spieler. Und das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Ihr habt gerade gesehen in der Tat, wie klein es ist, und das große Vorteil ist, dass du das Spiel immer irgendwo mitnehmen könntest. Box ist klein, Würfel, Brett, alles ist klein, es nimmt nicht so viel Platz auf einem Tisch. Deswegen ist das super einfach in einem Restaurant zu spielen und mitzunehmen. Es gibt gar keine Karte, das heißt, wenn es ein kleines bisschen Wind gibt, ist es egal, wann ihr draußen spielt oder nicht. Super, super großer Vorteil in das Spiel. Aber ich will hier ein bisschen weiter auf die Komponenten konzentrieren. Ja, die sind klein, aber das ist alles, was ich Gutes darüber zu sagen habe. Das Spiel ist leider nicht so schön designt. Ich finde die Grafik sehr hässlich, obwohl es sollte nach dieses Thema Arcade-Spiel gehen. Aber zum Beispiel dieses Spiel, die haben dieses Grafik unten, und in das Spielaufbau, hier in die Regeln, gibt es gar keine Brett mit so einer Grafik da drauf. What? Deswegen ist das ein bisschen verwirrend, dieses Aufbau mit das Spiel, weil es passt nicht wirklich so eine Seite die Karte oder die andere. Und habe ich schon in meiner Regelerklärung gesagt, du musst normalerweise die Spalte oder die Reihe zählen, damit du weißt, okay, hier habe ich das richtig für den Aufbau. Und das finde ich einfach doof. Die können das auf jeden Fall besser organisieren. Nicht nur das, weil es hier in dieses Papier ist, finde ich das total hässlich. Die haben noch Sonderregeln hier auf der Rückseite, weil alles könnte einfach in dieses Regelbuch passen. Die Regelbuch passt zum Beispiel genauso perfekt in diesen Box rein. Aber dieses Aufbausättel passt gar nicht perfekt. Es ist nur ein Tick zu groß aus unserer Box. Wie doof ist das dann? Also ein Tick kleiner, und dann könnte es das genauso perfekt auch passen. In diesen Box würde ich aber trotzdem lieber in die Regelbuch haben. Aber dann musst du das falten, und das ist aber auch nicht so schön. Ich finde das auf jeden Fall nutzlos, wie die das organisiert haben mit dem Regelbuch und dieses Aufbausättel. Nicht nur, dass die Würfeln sind, also die fühlen sich ganz billig an, muss ich sagen. Und als du diesen Spiel bekommst, sei bereit, du musst 15 Minuten nehmen, um jedes Schiff auf diese Würfel zu kleben. Und es sagte einfach, kleb die drauf. Es gibt keine Anleitung, also was muss wo stehen. Oh, wir müssen das zum selbst randomisieren, sozusagen. Es gibt es gibt eine Spalte, es gibt eine Reihe, und du musst alle in die Reihe hier auf diesen Würfel setzen. Und manche jedes ist eine unterschiedliche Raumschiff, und hier ist das, es gibt nur 2 Optionen für Raumschiffe da drauf, aber die sind nicht screenprinted, die fühlen sich ein bisschen leicht, also die haben selbst nicht die Aufkleber da drauf geklebt. Das finde ich ein bisschen seltsam heutzutage mit solchen Spielen. Das Spiel ist, glaube ich, in 2019 rausgekommen, und ehrlich gesagt, für 20 € könnte ich viele andere Spiele kaufen, die einfach besser aussehen. Auch von Strategie her, das Spiel kann schnell ungebalanced werden, wenn du ein paar von meinen Figuren weggenommen hast, kannst du die alle eine Runde noch die andere wieder werfen und auf den Brett setzen, und dann hast du viel mehr als ich. Aber dieses Spiel für mich ist wirklich Busse-Gucken. Könnte man die 20 € sparen? Das wird auf jeden Fall nicht in meinem Regal bleiben, weil ich andere Spiele habe, die besser sind, die auch klein sind, und die sehen einfach besser aus und spielen besser und machen einfach mehr Spaß. Aber ja, so das ist meine Review for Pocket Invaders. Bis nächstes Mal, euer Ark.